Wir sind in Italien, genauer gesagt in der Toskana. Und darüber möchte ich in diesem Video weiter berichten. Herzlich willkommen dazu. Vorweg ein paar Worte zu unserer Reise. Wir sind schon häufiger in der Toskana gewesen, kennen alle bekannte Städte hier, ob jetzt Florenz, Siena, San Gimignano und so weiter, und sind auch schon mehrfach dort gewesen. Das sage ich deshalb, damit man nicht den Eindruck hat, wir fahren hier irgendwo nur ans Meer und schauen aufs Meer und besichtigen hier gar nichts. Das müssen wir nicht alles mehr nochmal wiederholen, weil wir schon häufiger da gewesen sind. Es gab ja in den Videos, in denen wir schon bisher über unsere Reise berichtet haben, viele Kommentare. Darüber freuen wir uns natürlich. Gab auch ganz viele Tipps und Hinweise. Auch das ist natürlich schön, freuen wir uns auch. Das ist ja nicht nur für uns interessant, diese Tipps, sondern viele lesen auch diese Kommentare. Kann ich auch nur dazu raten, denn die können dann vielleicht diese Tipps auch gebrauchen. Dafür auch herzlichen Dank. Jetzt geht es aber weiter mit meinem Reisebericht. Wir sind am Dienstag, den 31. August, aus der Nähe von Parma gestartet, Richtung Süden, und zwar auf der Autobahn Richtung La Spezia. Unser Ziel ist ein Campingplatz in Marina di Massa, das ist nicht weit entfernt von Carrara, dort wo der Marmor abgebaut wird. Wir haben uns deshalb diesen Ort ausgesucht, weil wir in dieser Region der Toskana noch nicht waren und wir uns gerne auch mal den Marmorabbau anschauen wollen. Hier sieht man auf der Karte, wo in etwa wir hinfahren. Das ist ein kleiner Campingplatz, wie ich schon sagte, in der Nähe von Carrara. Wir erreichen in der Mittagszeit den Ort Marina di Massa. Es ist noch richtig was los, richtig Betrieb. Dies ist ein Touristenort und die Italiener haben, glaube ich, noch Ferien. So ist hier noch ganz ordentlich Betrieb. Den Campingplatz, den wir jetzt anfahren, der heißt Taimi und den haben wir aus einem Reiseführer und auch bei verschiedenen Apps haben wir uns den angeschaut. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da hinpassen, denn viele Plätze sind doch etwas klein hier in Italien, beziehungsweise haben viele Bäume, eben deshalb, weil es sehr heiß im Sommer ist, dann braucht man den Schatten, aber wir kommen dann mit unserem Mobil nicht einfach auf die Plätze und deshalb wollen wir jetzt erstmal schauen, ob wir das hier schaffen. Wir werden hier freundlich begrüßt von einer deutschsprachigen Mitarbeiterin hier vom Campingplatz, die uns auch gleich anbietet, mit uns über den Platz zu gehen, um zu schauen, ob wir da einen Platz finden, wo wir hinpassen. Der Platz nimmt ab 1. September die Axicard, also kann man dann mit Axicard bezahlen. Jetzt in der Hauptsaison müssen wir noch 45 € etwa pro Tag bezahlen und dann sind es etwa die Hälfte ab 1. September. Wir haben uns einen Platz ausgesucht und sind in der Hoffnung, wir können dahin, was am Ende aber nicht geklappt hat, weil wir einfach nicht in die Zufahrtsstraße da reingekommen sind, aufgrund der hohen Bäume bzw. der Bäume, die da sehr eng stehen. Ich habe es zumindest versucht, dort reinzufahren, aber es ist mir nicht geglückt. Oben links ist dicke Äste an dem Baum und die lassen uns keine Chance, dass wir dort reinfahren können. Also wieder rückwärts raus und den Motor abgestellt und dann bin ich ausgestiegen und dann haben wir nochmal gemeinsam, Rita und ich, geschaut, wo wir eine Chance haben, dort auf unsere Parzelle zu kommen. Ganz am Ende des Campingplatzes ist die Entsorgungsstation, dort bin ich hingefahren, dort ist etwas mehr Platz, dort habe ich gewendet und bin dann über andere Plätze auf meine Parzelle gefahren, sonst wäre ich überhaupt nicht hingekommen. Wir hatten diesem Reiseführer vertraut, wo zu lesen war, dass hier für Fahrzeuge bis 9 Meter kein Problem gibt. Auf den Parzellen ist auch richtig, aber die Zufahrt, die ist da schwierig für große Fahrzeuge. Am Ende haben wir eine große Parzelle, die allerdings direkt an einer vorbeiführenden Straße liegt. Man sieht hier die Hecke und dahinter ist die Straße. Der Platz ist noch sehr gut besucht, viele haben allerdings hier auch reserviert. Es gibt einen kleinen Pool hier auf dem Platz, das ist natürlich sehr angenehm bei diesen Temperaturen. Wir haben über 30 Grad und so kann man schnell mal ins Wasser springen und sich abkühlen.
denn bis zum Meer hin sind es doch etwa 400 bis 500 Meter. Der Pool ist nur 1,20 Meter tief, aber das Wasser ist angenehm warm. Am Abend sind wir dann gleich zur Bar bzw. Restaurant gegangen. Hier hatten wir Plätze reserviert. Wir haben uns gewundert, muss man wohl hier, denn es ist immer noch sehr stark besucht alles hier. Und da hatten wir uns 2 Plätze reserviert. Laut Axicard hat dieser Campingplatz geöffnet vom 1. Mai bis zum 13. September. Die Preise sind hier okay. Pizza gibt es hier ab 10 Euro. Bier ist etwas teurer, als wir es kennen von zu Hause. Das kleine Bier, das normale Bier kostet zwischen 4 und 6 Euro. Wir essen gerne frühzeitig, das heißt 18:30 Uhr. Das klappt hier nicht ganz. 19 Uhr öffnet das Restaurant erst und so sind wir auch die ersten Gäste hier. Bei diesem Campingplatz handelt es sich um einen kleinen Campingplatz. Er hat nur 60 Plätze, so ist es zumindest im Führer ausgewiesen. Und ja, auch wird er als luxuriös bezeichnet. Das kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Die Pizza hat aber gut geschmeckt, das muss ich ganz klar sagen. Am nächsten Tag sind wir dann mit den Fahrrädern zum Strand gefahren, wollten uns das Treiben dort auch mal anschauen. Und wie wir vermutet hatten, tanzt dort der Bär, ist also sehr viel los, auch wenn jetzt schon fast Neben- oder Nachsaison ist. Am Straßenrand zum Strand hin werden schon Handtaschen und weitere Artikel angeboten. Das kennt man ja aus anderen Ländern auch. Früher haben wir sowas auch schon mal gekauft und mitgenommen. Das ist heute eher weniger der Fall. Der Strand ist vollgepflastert mit Liegen, wie es häufiger so in Italien zu sehen ist. Es gibt dann oft nur eine kleine freie Fläche, wo man sich so ohne irgendwas zu bezahlen niederlassen kann. Der Strand ist dort schön, muss man ganz klar sagen, also es ist ein Sandstrand, aber es sind natürlich im Moment auch sehr viele Menschen hier. Das ist jetzt im Moment nicht so unser Ding. Wir haben versucht, irgendwie am Strand entlang zu fahren mit dem Fahrrad. Das war nicht möglich. Wir sind dann auf so eine Landzunge rausgefahren. Da hatten wir dann so einen Blick auf den Hafen. Dort im Hafen wird der Marmor verladen, der hier oben in Carrara abgebaut wird. Man sieht das so im Hintergrund in den Bergen. Wir sind dann noch zu einem anderen Strandabschnitt gefahren. Auch dort alles voller Liegen, die man mieten kann. Wieder zurück beim Campingplatz. Hier sehen wir das Sanitärgebäude. Wir werfen da jetzt mal einen Blick rein. Das war während unseres Aufenthalts alles sauber und ordentlich dort. Leuchtet nur sehr stark durch diese orange Farbe und die spiegelt sich in den weißen Fliesen dann auch noch wieder, sodass man denkt, der ganze Raum ist in vollem Orange. Der Platz hat viele Bäume, deshalb hat man an den meisten Plätzen keinen Fernsehempfang. Wie auf vielen Campingplätzen in Italien ist der Strom hier auf 6 Ampere begrenzt. Am nächsten Tag sind wir dann mit dem Roller gestartet. Es geht nach Carrara und dann weiter zu den Marmorsteinbrüchen, die dann nochmal einige Kilometer von Carrara entfernt sind. Deshalb haben wir diesmal unseren Motorroller dabei, da diese Touren oder solche Fahrten mit dem Fahrrad schwierig sind und sehr, sehr beschwerlich, weil es doch in die Berge geht. Carrara ist eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, bekannt eben durch den Marmor, der hier abgebaut wird, der auch weißes Gold der Toskana genannt wird. Wir haben uns einen Parkplatz für unseren Motorroller gesucht. In Italien gibt es ja immer so gekennzeichnete Parkplätze für Motorroller. Und dann sind wir mal so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Es gibt dort Werkstätten, wo der Marmor bearbeitet wird, wo was hergestellt wird aus Marmor. Konnten wir auch mal reinschauen, aber Fotos vom Inneren durften wir nicht machen.
Es gibt in der Stadt einige Denkmäler aus Marmor. Hier sehen wir ein Denkmal für die verunglückten Arbeiter im Steinbruch. Man kann hier und da mal einen Blick in die Berge werfen, dann sieht man so weiße, helle Stellen, dann denkt man vielleicht, hier liegt Schnee. Nein, das ist der weiße Marmor, der dort abgebaut wird. Es gibt in der Stadt auch ein Museum, dort waren wir nicht. Wir sind so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Die Stadt konnte uns aber nicht viel geben und wir waren nicht dort irgendwo sehr angetan von dem Ganzen. Aber gut, das ist bei jedem ja vielleicht anders. Aber wir sind dann nach kurzer Zeit weitergefahren mit dem Roller und zwar ging es dann Richtung Steinbrüche. Es geht ganz ordentlich bergauf, mit dem Fahrrad eher ungeeignet, denke ich. Natürlich gibt es ganz Sportliche, die das vielleicht machen können, wir allerdings nicht. Also so fahren wir jetzt mit unserem Motorroller hier diesen Berg hoch, um zu den Steinbrüchen zu kommen. Man hat immer mal wieder eine schöne Aussicht bis aufs Meer und dann gibt es immer mal die Möglichkeit auch anzuhalten und einen Blick in die Steinbrüche zu werfen. Man kann auch mit dem Wohnmobil hier hochfahren. Für kleinere Mobile wohl kein Problem. Bei größeren würde ich eher sagen, würde ich es nicht machen. Hier oben gibt es einen Parkplatz, dort kann man anhalten. Ist aber auch nicht viel Platz und man muss wissen, dort fahren die LKWs, die den Marmor hier abtransportieren. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rangezoomt mit der Kamera. Hier kann man erkennen, wo da der Marmor abgebaut wird. Es werden bis zu 5 Millionen Tonnen jährlich abgebaut. Man sieht, hier oben herrscht ein reger Verkehr und es sind nicht nur Privatleute hier unterwegs, sondern auch die großen LKWs. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn die nehmen nicht viel Rücksicht. Es gibt hier verschiedene Steinbrüche. Die Steinbrüche haben auch Namen. Ich weiß allerdings nicht, wie sie im Einzelnen heißen. Wir sind hochgefahren. Dort oben gibt es nochmal ein Museum, ein Marmormuseum. Und dort kann man parken. Dort haben wir unseren Roller abgestellt, haben dann dem Treiben der Fahrzeuge, der schweren Fahrzeuge zugeschaut. Und von hier aus kann man auch eine geführte Tour machen in die Steinbrüche. In dem Museum wird der Marmorabbau über die Jahrhunderte dargestellt, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und da sieht man dann die Unterschiede zwischen Römerzeit und der heutigen Zeit. Es gibt hier auch Shops, wo man Sachen kaufen kann, die aus Marmor gefertigt sind. Natürlich nimmt man sich gerne so ein Andenken mit und stellt es zu Hause vielleicht auf den Schrank. Auch ein Restaurant gibt es hier und in diesem Restaurant kann man auch Tickets kaufen für eine geführte Tour. Und zwar starten von hier Jeeps, so Geländewagen. Dort werden, glaube ich, bis zu 8 Personen mitgenommen und dann fahren die in den Berg und man hat etwa, glaube ich, von einer Stunde und mehr eine Führung durch die ganzen Marmorbrüche. Wir hatten eigentlich geplant, auch so eine Tour mitzumachen, haben uns dann aber überlegt, mit so vielen Personen, 8 Personen in einem Fahrzeug und das in Corona-Zeiten, muss man nicht unbedingt vielleicht haben, weil es ja ein sehr kleiner, enger Raum ist, trotz Maske. Also haben wir uns das alles von oben, und nicht von oben, sondern hier von unten angeschaut und das muss dann für uns reichen. Es war an diesem Tag auch wieder sehr warm, wir hatten Temperaturen von über 30 Grad. So waren wir froh, als wir wieder auf dem Roller saßen und uns der Wind um die Nase wehte. Das war nur so ein kleiner Einblick hier in den Abbau von Marmor hier in Carrara. Wer da mehr zu wissen möchte oder was sehen möchte, der findet hier bei YouTube tolle Videos zu der ganzen Geschichte. Der muss sich das einfach mal anschauen. Nach 3 Übernachtungen sollte es dann weitergehen. Wir mussten jetzt uns erstmal wieder einen Weg suchen, um den Platz überhaupt verlassen zu können, beziehungsweise wir wollten auch noch entsorgen.
Und so haben wir dann einige gefragt, die haben ihren Pkw zur Seite gestellt, sodass wir ein bisschen mehr Platz hatten, um unsere Parzelle zu verlassen. Hat am Ende alles gut geklappt und sind dann ohne Probleme zur Entsorgung gekommen, wobei man hier bei dem Überdach so ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht dran fährt. Hat alles geklappt, wir konnten am Ende gut entsorgen. Ich würde sagen, wie gesagt, Fahrzeuge bis 8 Meter kein Problem, darüber hinaus wird es schwierig. Jetzt nochmal ein Hinweis, unsere Reisen, die kann man verfolgen bei Polarsteps. Da gibt es eine App, die kann man sich kostenlos runterladen und unter Hartmut Conrad findet man dann unsere Reisen. Ich dokumentiere das dort und zeige Bilder. Man kann sehen, wo wir dann auch aktuell sind. Die Videos hängen ja immer so ein bisschen hinterher, ja bis zu 2 Wochen. Und hier auf dieser App oder auf der Polarstep App, dort sieht man dann genau, wo wir aktuell sind. Unser nächstes Ziel wird ein relativ neuer Stellplatz sein, der in unmittelbarer Nähe von Pisa liegt, den wir nicht kennen. Wir sind schon häufiger in Pisa gewesen, aber diesen Stellplatz kennen wir nicht. Dort wollen wir jetzt hinfahren, aber dazu mehr im nächsten Video. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.